Hallo liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dr. Regina Grundler. Ich bin seit 23 Jahren für die Pflegeversicherung tätig. Unter anderem erstelle ich Pflegegutachten. Wenn Sie wissen möchten, wie so ein Termin mit mir abläuft, was bei einem Begutachtungsgespräch passiert, dann schauen Sie sich bitte das folgende Video an. Grundsätzlich ist natürlich jede Begutachtung individuell und verschieden. Das hängt mit den versicherten Personen zusammen, mit deren Erkrankungen, mit der individuellen Lebenssituation, das ist ganz klar. Das hängt auch mit der Art der Begutachtung zusammen. Wenn ich zu einem Erstgutachten komme, dann habe ich kein Vorgutachten, dann war noch kein Gutachter vorher bei Ihnen im Hausbesuch und ich muss viel mehr fragen, viel mehr von Ihnen erfahren, als wenn ich zu einer Wiederholungsbegutachtung zu Ihnen komme, wo es schon Vorunterlagen gibt. Also grundsätzlich ist jede Begutachtung verschieden, aber in der Regel dauert sie ungefähr 60 Minuten. Und wenn ich jetzt über meine Art zu begutachten zu Ihnen spreche, dann gehe ich in der Regel von der klassischen Erstbegutachtung aus. Wir Gutachter haben natürlich Prüfkriterien, nach denen müssen wir uns richten. 64 Bewertungskriterien sind von uns zu bearbeiten. Das machen wir in der Regel schon vor Ort an unserem Laptop in unserer Begutachtungssoftware. Aber vor Ort mache ich mir nur Notizen. Die Ausarbeitung, das erfolgt später zu Hause. Wie gehe ich nun in einem Begutachtungsgespräch vor? Ich muss ja viel erfahren. Ich starte mit der Frage: Warum haben Sie jetzt einen Antrag gestellt? Gab es ein akutes Ereignis? Hat sich chronisch irgendetwas verschlechtert? Was ist passiert? Ja, und dann möchte ich Ihre Geschichte hören. Sie erzählen, ich frage, Sie antworten, ich lasse mir Dinge zeigen, meinetwegen, ja, wie Sie gehen können, wie Sie eine Treppe steigen, ob Sie alleine aus einem Glas trinken können, ob Sie einen Knopf schließen, öffnen können, alles das interessiert mich als Gutachter. Ich werde mir gemeinsam mit Ihnen auch die Dokumente angucken, die Sie vorbereitet haben. Unter anderem schauen wir auch das Pflegeprotokoll an, den Fragebogen zur Vorbereitung auf die Begutachtung. Dann gibt es auch, ich sag mal, persönliche Fragen, die ich Ihnen stellen muss. Das Thema Inkontinenz ist eines, das ein wenig unangenehmer ist, aber auch die Fragen, da können Sie sicher sein, die stellen wir Gutachterinnen und Gutachter empathisch und sehr freundlich. Also seien Sie unbesorgt. Am Ende der Begutachtung lasse ich mir in der Regel Ihre Wohnung zeigen. Ich gucke mir nicht alle Räume an, aber die pflegerelevanten. Was ist das? Das ist Ihr Badezimmer, das ist das Gäste-WC, das ist auch Ihr Schlafzimmer. Also alle die Räume, in denen Versorgung, Pflege stattfindet. Und wir werden auch sprechen über Hilfsmittel, denn Gutachterinnen und Gutachter sind auch dafür da, die Hilfsmittelversorgung zu überprüfen, zu optimieren. Und wir werden sprechen über Verbesserungen, die möglich sind in Bezug auf Ihren Wohnraum. Badezimmer als Stichwort, behindertengerechte Dusche und so weiter. Also viele Themen, die es innerhalb dieser 60 Minuten zu besprechen gibt. Wie gesagt, ausarbeiten werde ich das Gutachten später zu Hause. Und wenn ich das Gutachten fertig habe, schicke ich es digital an Medicprof. Digital heißt, es geht schnell. Medicprof sendet das Gutachten weiter an Ihr Versicherungsunternehmen und vom Versicherungsunternehmen bekommen Sie dann endgültig den Leistungsbescheid. Ja, und wenn Sie jetzt noch wissen wollen, wie sich Ihr Pflegegrad ganz genau berechnet, dann schauen Sie sich auf der Website von Medicprof unser Erklärvideo zu diesem Thema an.